Gut. Genau, ich freue mich, heute hier zu sein, auf die Einladung von der Dr. Sennewald Medizintechnik GmbH. Ich freue mich sehr, hier als unabhängiger Referent tätig sein zu können. Genau, ich bin kein Doktor, aber ich habe irgendwann mal Medizininformatik studiert und habe meine Leidenschaft dafür erkannt und war dann auch über 15 Jahre selbst als Entwickler und auch als Qualitätsmanagementbeauftragte bei einer Firma unterwegs. Wir haben optische 3D-Messtechnik für die computergestützte Chirurgie gemacht und am Jona-Institut bin ich seit über 3,5 Jahren und habe meinen Fokus hier auf der Zertifizierung, auf die regulatorische Welt habe ich lieben gelernt und auf der normkonformen Softwareentwicklungsseite und dem Risikomanagement, dem Herzstück einer ganzen Zertifizierung und auch dem Aufbau von 13485-Systemen. Gleichzeitig begleite ich Unternehmen als Auditor selber, bereite sie auf Zertifizierungen vor und daher sieht man ganz viel und werde heute über den Sinn und die Notwendigkeit der Zertifizierung von Software als Medizinprodukt in der Strahlentherapie etwas berichten. Zum Jona-Institut, vielleicht kennt es der ein oder andere, wir sind ein ganz bunter Haufen von Forschern, von Wissenschaftlern, von Ingenieuren und Physikern, die in der Forschung und Entwicklung der Regularien unterwegs sind. Das heißt, wir verstehen die Regularien sehr gut und bieten auch Schulungssysteme an, wie auch digitale Bildungsplattformen zum Beispiel, oder wir sind selber in der Beratung unterwegs, dass wir zu den Firmen gehen und da hands-on mit den Leuten auch die technische Dokumentation erstellen oder auch die Firmen wirklich von ihrer Idee begleiten bis hin zur Zertifizierung. Da sind wir weltweit aktiv und wirken auch an Gesetzen und Normen und Gremien mit. Und ja, um das mal ein bisschen aufzulösen, wie wir auch, ich sag mal, etwas leichter über die MDR kommen und etwas smoother, dass es nicht nur ein Gap ist und man erschlägt ja auch nicht immer den Überbringer dieser Neuigkeiten, das sage ich auch vielen Herstellern. Genau, versuchen wir da schlank durchzugehen. Und warum das Ganze? Warum müssen wir denn diese Zertifizierung machen, die Sinn und die Notwendigkeit dahinter? Das haben Sie vielleicht, ist es ja auch Ihr Anliegen, und zwar steht die Patientensicherheit ganz oben. Wir machen das alles für die Patientensicherheit, damit nichts passiert. Und wir wollen aus diesen historischen Zwischenfällen ja auch lernen. Vielleicht kennen Sie das von dem Terac 25. Das ist schon in den 80er Jahren passiert. Aber da war es so, dass durch Softwarefehler, falsche Positionierung und durch eine mangelnde Qualitätssicherung da wirklich Menschen zu Tode gekommen sind. Also wir haben auch hier immer wieder, wenn wir Anwendungen von Software machen, müssen wir sehen, da hängen Menschenleben dran. Das heißt, wenn die Software nicht richtig funktioniert, wenn die Software einen Fehler hat, dann können wir gegebenenfalls Menschen hier umbringen. Und was sind denn weitere Konsequenzen eigentlich von Softwarefehlern? Zum Beispiel, wenn man jetzt nochmal auf den Terac 25 geht, diese falsche Dosisberechnung. Überall, auch das Ganze kann sein, dass wir folgenschwere Schäden an Patienten haben. Wir müssen ja nicht immer welche umbringen, aber es können auch bleibende Schäden auftreten und die wollen wir vermeiden. Was sind dann noch so typische Softwarefehler? Fehlerhafte Gerätesteuerung. Zum Beispiel, wenn man jetzt auch mal von der Strahlentherapie ein bisschen weggeht, wenn man an die Robotertechnik geht, wenn da die Gerätesteuerung versagt und der Roboter hat eine Vibration zum Beispiel und der merkt das nicht und das ist nicht ein Notaus zum Beispiel, dann kann der Roboter gegebenenfalls Gewebe oder Nerven durchtrennen und das ist jetzt ja nicht so schön, das wollen wir vermeiden. Was haben wir noch? Datenverlust und Verfälschung. Sie kennen alle auch, DSGVO spielt auch mal ein bisschen rein, die Datenschutzverordnung, aber auch wir dürfen natürlich auch keine Daten verlieren. Ne? Patientendaten, Anamnesedaten, Medikationsdaten. Wäre schlecht, wenn wir die nicht mehr haben, wenn die auf einmal weg sind. Fehler sind auch Schnittstellenfehler, die Kommunikation zwischen den Systemen. Einmal innerhalb der Software, innerhalb dem Medizinprodukt, aber auch zu anderen Systemen in der Außenwelt,
Da passieren ganz viele Fehler und da sind wir auch immer bedacht, dass im Risikomanagement wirklich jede Schnittstelle angegangen wird und auch betrachtet wird, was kann hier passieren. Was haben wir noch? Die Sicherheitssysteme versagen. Das ist auch bei autonomen und lebenserhaltenden Systemen natürlich sehr wichtig, dass die Sicherheitssysteme haben und wenn die versagen, das ist nicht so schön. Oder auch bei einer Insulinpumpe zum Beispiel, wenn der Blutzucker abrutscht, da hört die Pumpe auf, da ihr Basalinsulin zu geben und das muss natürlich funktionieren, weil gerade auch Klasse 3 Medizinprodukte, also hochrisikobehaftete Medizinprodukte, müssen hier sich auf die Sicherheitssysteme verlassen können. Genau. Und was kann man tun als Hersteller, wenn man so ein Medizinprodukt entwickelt? Das Gute ist erstmal hier, die MDR lässt uns hier, die Medizinprodukteverordnung lässt hier uns den Freiraum, die Zweckbestimmung selber zu bestimmen. Und die lege ich als Hersteller fest. Und wie funktioniert das? Wie gehe ich denn diesen Weg der Zertifizierung, um da mal eine Basis zu haben? Vielleicht kennen Sie es schon, der ein oder andere. Wir haben diese ganzen Gesetze und die Normen. Das ist so ein ganzer Zyklus, den man hier durchlaufen muss, der sehr anstrengend ist, ja. Aber der soll einem auch helfen, wenn man dann sein System direkt und die Normen für sich verwendet und das als Hilfe nimmt und nicht als, als hier Hindernis, dass man hier versucht, die Normen wie die 13485, das Qualitätsmanagementsystem für die Medizinproduktehersteller, diese Prozesse, die gefordert sind, für sich aufbereitet, auch kleine Firmen, sage ich immer, schreibt nicht einfach die Normen, die Gesetze in eure Prozesse, sondern schreibt auf, wie ihr es wirklich macht und wie ihr dem Patienten auch wirklich helfen wollt, wie ihr die Patientensicherheit gewährleistet. Und dann muss man das Ganze in so einem System machen, man hat Vorlagen, Vorgabedokumente und daraus entsteht dann die technische Dokumentation, die ich einreichen muss bei einer benannten Stelle wie die TÜV, DEKRA etc., die da bekannt sind und dann erstelle ich meine technische Dokumentation. Und wenn ich das Ganze durchlaufen habe und diesen ganzen MDR-Prozess, wie es so schön heißt, geschafft habe, dann habe ich wenigstens erstmal nicht nur auf Papier sichergestellt, dass ich ein sicheres Medizinprodukt habe, denn ich muss ja, dieses Papier beinhaltet ja ganz viel, das beinhaltet auch meine Validierung, meine Tests etc. Und dann kann man schon von ausgehen, dass ich hier ein sicheres Medizinprodukt entwickelt habe. Und was hilft im Falle von Software als Medizinprodukt jetzt in der Strahlentherapie? Da helfen mir auch hier die Regularien. Und zwar muss man, um eine technische Dokumentation zu erstellen, muss man verschiedene harmonisierte Normen umsetzen in seinem System. Das Herzstück ist das Risikomanagement nach 14971. Hier ist wirklich der volle Fokus auf die Patientensicherheit gelegt. Was kann passieren? Welcher Schaden am Patientenanwender Dritten kann passieren? Und das muss ich mit verschiedenen Methoden, muss der Hersteller eines Medizinprodukts das wirklich ausarbeiten und sagen und nachweisen durch verschiedene, wir nennen es systematischen Ansatz, dass er auch alle Risiken erwischt. Denn was sagt mein Chef, der Professor Johner, sagt immer, wo guckt der Staatsanwalt als erstes rein, wenn ein Patient zu Schaden kommt? In die Risikoakte. Und das muss safe sein. Und dann, da wir uns im Bereich der Software bewegen, müssen wir einen Software-Lebenszyklus nach 62304 aufsetzen. Das heißt, ich muss erstmal, wenn ich eine Software entwickle, meine Anforderungen zum Beispiel aufschreiben. Da muss ich eine Softwarearchitektur machen. Sie bauen ja auch kein Haus ohne Bauplan, ne? Und sowas ist eine Softwarearchitektur, ist mein Bauplan für meine Software. Und natürlich gehören da auch Tests hin. Und die ist noch nicht harmonisiert, die Norm für die Cybersecurity, aber die benannten Stellen und auch die Regulierungsbehörden, die legen jetzt vermehrt Fokus darauf, auf die Cybersecurity. Ich möchte da auch noch ein bisschen darauf eingehen, was das für Konsequenzen hat, wenn man das nicht befolgt, wenn man die Sicherheit hier auch im Bereich der Cybersecurity nicht befolgt. Und warum ist es so so wichtig auch geworden? Dazu gucken wir uns mal die Definition vom BSI an, vom Bundesamt für Sicherheit der Informationstechnik. Das ist nämlich den Zustand, in dem Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit von Informationen und Informationstechnologie durch geeignete Maßnahmen geschützt werden. Hier sieht man das schon, Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit, das sind die Schutzziele, die ich wahren muss. Und was heißt das? Beziehungsweise was bedeutet das hier mit der Sicherheit? Was ist überhaupt IT-Sicherheit? Im Deutschen ist es ein bisschen blöd, sage ich jetzt mal, denn Sicherheit ist hier doppelt belegt.
Im Englischen ist es ein bisschen besser, da haben wir die Security und die Safety. Die Safety, die zielt auf die Patientensicherheit ab und die Security zählt auf wirklich die Schutzmaßnahmen, wie ich mich vor Cyberangriffen etc., von Angriffen von außen sicher mache. Das zielt darauf ab. Manchmal können die sich auch ein bisschen widersprechen, Safety und Security, und das muss man versuchen, in seinen Prozessen, in seiner technischen Dokumentation nachher aufzugreifen. Wenn wir hier bei den Schutzzielen der IT-Sicherheit überhaupt sind, Vertraulichkeit, was heißt das denn überhaupt, Vertraulichkeit? Da haben wir eben schon mal drüber gesprochen, das sind zum Beispiel Patientendaten, dürfen nicht verfälscht werden. Integrität, ich darf zum Beispiel nicht zulassen, dass irgendwas manipuliert wird, wie eine Insulinpumpe zum Beispiel. Die sind angreifbar, weil die haben eine WLAN-Schnittstelle und es war auch ein Vorkommnis schon mal da, dass da Insulinpumpen manipuliert werden können. Es können auch Medizinprodukte im Krankenhaus manipuliert werden. Ich sage das gleich nochmal, habe ich ein paar Zahlen mitgebracht. Es ist ein neuer Markt, es ist ein neuer Kriminalitätsmarkt und es ist auch bewiesen, dass Hacker auf der ganzen Welt sitzen und man kann auch im Krankenhaus Medizinprodukte angreifen, zum Beispiel Beatmungsgeräte könnte man ausschalten und dann kann man so da auch diese Medizinprodukte als Waffen benutzen. Und deswegen muss man hier aufpassen und die Cybersecurity wirklich ernst nehmen und sich da jetzt auch stark machen. Genau, Safety, die Patientensicherheit wollen wir nämlich stützen und alles dafür tun, dass da nichts passiert und dass da auch keine kriminellen Handlungen und auch andere Machenschaften notwendig sind. Compliance haben wir immer, ne? Wie vereine und befolge ich die Gesetze in Bezug auch auf meine Organisationsziele, weil ich will ja im Endeffekt, möchte ich ja mein Medizinprodukt auch verkaufen. Ich möchte es nicht nur sicher machen, sondern ich möchte es auch bezahlbar machen, damit es auch angewendet werden kann. Wir haben auch hier wieder die Ethik in Bezug auf die klinischen Studien, auch die wir befolgen müssen. Wie ist die derzeitige Bedrohungslage? Die ist natürlich sehr hoch. Ich habe gestern noch mal ein bisschen recherchiert und wir haben tatsächlich hier in Europa 1700 Angriffe pro Woche pro Organisation. Das ist ganz schön viel. Also die Zahlen steigen auch hier wieder. In Asien ist noch ein bisschen mehr. Und zwar auch durch Phishing-Kampagnen. Vielleicht erleben Sie das, wenn Sie eine gute IT-Abteilung haben, die fährt auch schon mal Phishing-Kampagnen selber. Das heißt, man darf hier nicht auf den Link klicken. Aber das passiert sehr oft, gerade wenn die Kampagnen auch sehr hoch sind, da kann man noch so geschult sein, wenn man da seine 100 Mails arbeitet und die sind wirklich gut gemacht, dann sieht man es nicht immer. Also da kann ein Angreifer direkt ansetzen und das tut er auch. Oder auch 50% der Krankenhausnetze bestehen aus ungesicherten IoT-Geräten, also Internet of Things. Geräten, die da angeschlossen sind, irgendwas hat eine WLAN-Schnittstelle, irgendwo was ist am Netz und das ist halt ein Leckerbissen für jeden Hacker, sage ich jetzt mal. Und hier sieht man, die Grafik ist schon ein bisschen älter, aber es ist wirklich exponentiell steigend und es ist nicht eine Frage, ob man angegriffen wird, sondern nur wann. Und dafür muss man sich schützen und da bieten die Regularien einem auch Hilfe und das sollte man wirklich anwenden. So, um nochmal auf die Patientensicherheit und auch nochmal auf den Titel Sinn und Notwendigkeit der Zertifizierung zu kommen. Was bringt mir das? Es sind nicht nur Hürden, es sind wirklich Vorteile. Wir denken nochmal an die erhöhte Patientensicherheit, das haben wir im Fokus. Auch die Rechtssicherheit für Hersteller, wenn wirklich mal was passiert, dass man hier rechtlich gesichert ist. Wenn man auch im Risikomanagement zeigen kann, ich habe hier wirklich alles bedacht und Methoden angewendet, um alle Risiken zu ergreifen, dann kann man auch selber als Hersteller eines Medizinprodukts hier nicht belangt werden in dem Sinne. Also das ist schon ganz gut. Die internationalen Marktzugänge, die Regularien, die kommen sich näher, die nähern sich ein bisschen und wir sehen hier auch dadurch, dass es sich annähert, dass man hier gute internationale Marktzugänge hat. Und man will ja auch das Vertrauen an die Anwender und Patienten stärken. Also Sie als Anwender eines Medizinprodukts haben ja dann auch ein besseres Gefühl. Zukunftsperspektiven, die Integration von KI und Machine Learning kommt immer mehr, da auch die Regularien als Hilfe verstehen und auch kann man adaptive Therapiemethoden verwenden und auch die neuen regulatorischen Herausforderungen diesbezüglich annehmen. Fazit, mein Fazit. Also Zertifizierung haben wir als unverzichtbaren Baustein. Wir müssen die Balance zwischen Innovation und Sicherheit mitnehmen und
das auch ein bisschen als gemeinsame Verantwortung sehen und die Vorteile nutzen, Menschenleben schützen und Fehler verhindern. So, danke. Und jetzt übergebe ich oder Sie übergeben an Frau Kerstens. Nö, jetzt diskutieren wir erst ein bisschen. Okay. Bleiben Sie mal da, nicht gleich weglaufen. Ich laufe nicht weg. So, gibt es Fragen? Sie haben ja ein nettes Plädoyer für Zertifizierungen gehalten. Ja. Haben Sie Fragen dazu? Dann stelle ich Ihnen ein paar. Ja, stellen Sie gerne Fragen. Also ich muss mich jetzt ein bisschen outen. Ich leite eine Strahlenklinik, aber in meinem Nebenamt bin ich in Erlangen QM-Beauftragter des Klinikums. Also ich leite das QM-Team und auch die IT. Deswegen habe ich ein bisschen Einblick. Und das Problem, das ich bei der Zertifizierung sehe, ich halte sie auch für wichtig, Zertifizierungen sind wichtig und müssen geplant werden, nur sie dürfen auch nicht übertrieben werden. Genau. Das ist im Moment das Problem des MPGs. Und wenn ich als QM-Beauftragter des Klinikums mir die Fehler anschaue, die im Klinikum so passieren, dann sind 99,9% menschliche Fehler. Die passieren, weil jemand bestimmte Regeln nicht beachtet. Und man kann das versuchen zu verbessern, aber da hilft einem auch die beste Zertifizierung nicht, wenn die Krankenschwester oder die Krankenschwester darf man immer sagen, Pflege, eine Insulinampulle verwechselt. Genau. Haben wir zum Beispiel festgestellt, ist verwechselt worden. Warum? Weil die Aufkleber gleiche Farbe haben, obwohl es unterschiedlichen Inhalt hatte. Das war eine der Maßnahmen, die wir als erstes gemacht haben. Da haben wir nicht viel gemacht, aber nachdem uns das gemeldet wurde von der Pflege, haben wir die Farben verändert. Eine hatte blau und dann hatte die andere braun. Danach ist das nie wieder passiert. Genau. Also es ist wesentlich wichtiger in meinen Augen, was ich gelernt habe in den letzten 40 Jahren, ist, dass man muss ein Fehlermanagement haben. Das ist fast wichtiger als die Zertifizierung. Wenn einem Fehler gemeldet werden, oder beinahe Fehler, der Begriff ist fast beinahe Fehler, dann muss man auf diese Fehler reagieren. Und das sage ich jetzt mal so, zumindest versuche ich es so zu haben, wenn mir jemand einen Fehler meldet, dann wird er deswegen nicht bestraft. Auch wenn er den Fehler gemacht hat. Ich muss den Fehler wissen als Chef, denn dann kann ich reagieren. Und das muss ich auch, wenn ich ein Industrieprodukt habe. Genau. Wenn jemandem auffällt, etwas in diesem Industrieprodukt, dass da was nicht funktionieren könnte, haben wir auch ein paar Mal schon gehabt, dann muss man reagieren. Und dann muss man hoffen, dass die Firma auch reagieren. Also, was ich einfach sagen will, ist, dass Zertifizierung ist wichtig, aber sie darf auch nicht übertrieben werden. Und ich habe im Moment das Gefühl, wir haben die Schraube etwas zu fest angedreht. Ich widerspreche Ihnen da nicht, dass die MDR nicht in allen Zügen da Sinn macht, dass das Gesetz nicht in allen Zügen Sinn macht und sich in Teilen auch widerspricht. Aber das, was Sie ansprechen, das gibt es auch. Das ist das Vigilanzsystem, was wir setzen müssen. Genau. Und auch was Sie auch noch ansprechen, wir müssen Fehler melden. Das ist so eine Managementkultur, dass es gut ist, Fehler zu melden, weil daran kann ich darauf reagieren. Und was Sie auch sagen, da haben wir farblich unterschiedliche Aufkleber gemacht. Das diskutiere ich zum Beispiel auch mit Herstellern im Risikomanagement. Es ging da um Dentalprodukt, das sind dann so Gele, die da reinkommen. Und die haben auch teilweise eine andere Farbe. Das kommt aus dem Risikomanagement, das ist eine mitigierende Maßnahme, dass man sagt, das diskutiert, das kann vertauscht werden. Und dann setzt man eine inhärente Maßnahme, das sind die besten, also die in dem Produkt selber sind, dass man es genau sieht, hier ist eine andere Farbe, das ist das Produkt. Ja. Und Cyberangriffe haben Sie auch gesagt. Die sind, ich glaube, wir haben hier im Klinikum bei uns jeden Tag so an die 500, 600 Cyberangriffe, die wir abwehren mit entsprechenden Maßnahmen. Also das darf man nicht machen. Und wie gesagt, Haupteinfallfehler, den wir festgestellt haben, sind die E-Mails. Die sind echt eine Katastrophe. Wir überlegen schon, die E-Mails komplett, man kann sie ja nicht verbieten, aber ein gesondertes System einzuführen. Genau. Das ist das Erste. Und das Zweite sind die Ports. Das heißt, irgendjemand steckt einen
USB-Stick? Ein Stick, ein USB-Stick, und der hat ein paar Viren und diese Viren verbreiten sich. Und mir ist zum Beispiel und wenn etwas auffällt vorher, dann ist das meistens zufällig. Also ich weiß das aus Ingolstadt, da ist es einem gewieften Radiologen aufgefallen, dass da was nicht stimmt in seinen Meldungen. Also da müssen Sie auch persönlich aufpassen. Und ganz interessant, Frankfurt, mit denen habe ich gesprochen, die sind ja auch Opfer geworden eines solchen Angriffes. Und was die gesagt haben zu mir war, also wenn man da vorbeugen will, am besten alles nochmal händisch dokumentieren, dass wenn alles zusammenbricht, dass man zumindest irgendwas in der Hand hat und weiß, welcher Patient wo mit welcher Dosis bestrahlt wurde. Gut, jetzt habe ich zu viel fast geredet. Ja, jetzt habe ich doch eine Frage. Motiviert. Bitte zum Mikrofon gehen. Ich hoffe, hier finden wir irgendeins. Nee, dann verstehen die Sie nicht. Da hinten ist eins. Nee, wir wollen es aufzeichnen und dann ist Ihre Stimme nicht so schön zu hören. Mein Name ist Fridtjof Nüßlin und ich habe eine spezielle Bemerkung und eine allgemeine Bemerkung zu Ihrem Vortrag. Die spezielle Bemerkung ist, Softwareprodukte sind außerordentlich kompliziert. In vielen Fällen werden sie von Top-Wissenschaftlern im wissenschaftlichen Umfeld auch gebastelt. Das sind sehr gute Fachleute. Jetzt frage ich mich, wie die Auditoren so eine Software beurteilen wollen. Das ist die erste Frage. Dann die zweite Frage betrifft natürlich auch den internationalen Handel. Wir haben natürlich europäische Grenzen. Das würde aber, wenn man es richtig schön übertreibt, ich erinnere nur daran, wie oft wir Probleme haben mit chinesischen Produkten, möglichst keine Handys aus China, solche Warnungen gibt es immer. Da muss man natürlich auch sehr vorsichtig sein, wie wollen die Auditoren, und da ist die Brücke zu meiner ersten Frage, wie wollen die Auditoren und sogenannten Experten solche Geräte überprüfen? Software. Nicht das Mechanische, Software. Software. Da sprechen Sie eine ganz große Lücke an. Danke für die Frage. Die Qualifikationen an die Auditoren, die steigen immer mehr, also auch im Bereich Software oder Cybersecurity. Man muss selber in der Praxis gearbeitet haben, selber Softwareprodukte entwickelt haben und auch entsprechend im regulierten Umfeld unterwegs sein. Ja. Den Auditoren hilft die Regulatorik. Es ist natürlich die Prozesse, die sie auditieren, aber man muss natürlich Erfahrung haben und wissen, was die Entwickler machen und wie sie es machen und ob das richtig ist oder nicht. Und ja, ich zähle mich ja selber dazu. In dem Bereich habe ich ja selber gearbeitet. Ich habe Medizin und Informatik studiert und selber Medizinprodukte entwickelt im Bereich Software. Und kann da die Erfahrung mitnehmen. Und dann die Gesetze kenne ich dann auch durch das Jona-Institut und durch meine Arbeit und sehe aber auch selber im Bereich der staatlichen Förderung, also die Leute, die die Zertifizierung stellen, nochmal überwachen, die haben, was sagte letztens einer zu mir, ja, Frau Schmidt, die Leute liegen ja nicht auf der Straße. Und die müssen sich intern weiterbilden und ich sehe das auch sehr kritisch, dass das Know-how da teilweise nicht bei der Überprüfung da ist. Die Leute liegen wirklich, die sind rar gesät. Das ist ein Problem, sehe ich auch so. Wir vom Jona-Institut sind ja daran, das Wissen zu streuen und die Leute auszubilden mit. Wir bilden ja auch die Leute vom TÜV mit aus. Ja. Gut, dann bedanke ich mich bei Ihnen. Ich glaube, ich muss weitermachen. Wir haben schon ein bisschen Zeit überschritten.